Hi, herzlich willkommen beim Ludus Tarot. Ich heiße Nina und lege ein paar Karten aus. Schön, dass du da bist. Danke für die freundlichen, wertschätzenden und spannenden Kommentare von euch. Freut mich wirklich sehr zu hören. Hier hat sich schon was gezeigt. Die Königin der Schwerter. Bamski, alles klar. Also ich habe ohnehin schon so eine Befreiungsenergie, irgendeine Durchbruchsenergie, irgendwas sehr Starkes, sehr Kraftvolles, sehr Konzentriertes. Ich habe auch irgendwie was wie etwas Beschützendes. Möglicherweise beschützt du etwas, was du in dir freigeschaltet hast. Dieses Ding habe ich irgendwie. Also du hast irgendwas... Du hast irgendwas gelöst. Irgendwas hat sich losgelöst. Okay. Also nochmal hier. Unsere Königin der Schwerter und die 9 der Stäbe. Vielleicht hast du dich von einer Form von Nervosität gelöst. Ich hatte auch vorhin schon, also eben kam da schon sozusagen reingesprudelt und da musste ich mich ganz schön beeilen, schnell irgendwie alles anzumachen und loslegen zu können. Aber es ist, du hast dich, wie es mir kam, von jemandem gelöst oder von einer bestimmten Art, dich auf einen Menschen zu richten. Von einer Art zu lieben vielleicht, von einer Art und Weise zu lieben und dich stark zu verbinden mit dem, was möglich wäre, stark zu verbinden mit Geschichten, die du vielleicht irgendwie dazwischen legst, zwischen diesen Menschen und dich. Und es ist ein bisschen, als hätte sich Klebstoff gelöst, also als hättest du irgendein Lösungsmittel gefunden, um deinen Klebstoff, also etwas, womit du gehaftet hast an einer Vorstellung, an einer Situation, wie du sie betrachtet hast und auch vielleicht mit deiner Liebe an einem Menschen. Und jetzt ist die Frage, war das Liebe oder war das etwas anderes oder war das ein Gemisch aus verschiedenen Dingen? Aber du hast dich irgendwie abgelöst, du hast irgendwie deine Energie zurückgezogen, du hast deine Aufmerksamkeit auf dich, auf was anderes, auf etwas gerichtet, was nicht mehr das ist. Und es ist wie jetzt... Da können Nervositäten entstehen, aber du hast dich, also es ist okay, kurz ordnen. Eine nervöse Art zu lieben, eine nervöse Art zu schauen, ob ein Mensch irgendetwas zurückgibt, was man gibt. Eine nervöse Art, eine Geschichte zu erfinden und dieser Geschichte Gestalt verleihen zu wollen und da vielleicht auch irgendwie ein bisschen hinzudrängen, da Energie hinzugeben. Letztendlich ist es, auf der Ebene von Energie ist es fast ein bisschen egal, was du genau machst. Es kann auch sein, dass du deine Aufmerksamkeit halt auf etwas konzentrierst, was aber eigentlich in so einer Rückzugsbewegung ist oder war. Und jetzt hast du was anderes gemacht. Du bist selbst einen Schritt zurückgegangen und dieses Nervöse wird dann unterbrochen und dann kann es quasi wie eine zweite Stufe der Nervosität auslösen, weil es sich plötzlich alles anders anfühlt. Und ich hatte wirklich eben dieses, jetzt geht es darum zu begreifen und zu lernen, dass eine andere Weise zu lieben gelernt werden kann oder zu lernen ist, zu üben ist. Eine, wo es auch nicht so sehr darum geht, sich jetzt irgendwie zu verschränken und zu verhärten und zu sagen, dass der andere der schlechteste, der schlimmste Mensch der Welt ist, sondern es ist wirklich so, okay, mach du mal, was du machst und ich mache irgendwie etwas ganz anderes, also wirklich etwas vollkommen anderes. Hui. Und das kann uns nervös machen, weil sich halt alles anders anfühlt. Und genau, es ist wie jetzt eine Form zu lieben finden, die ausgerichtet ist. Die kommuniziert nicht auf eine Weise, die irgendwie so ein bisschen herumdrucks, spielt und sich irgendwie sich eine Bestätigung am Ende des Tages aus dem Kontakt ziehen will. Das wird hier... Also das kann hier verlassen werden, das kann hier gelöst werden. Und jetzt geht es darum, herauszufinden, wie liebt man denn jetzt anders? Und diese alte Form zu lieben, nicht zu nehmen und einfach auf irgendjemand oder etwas anderes zu richten. Das ist super wichtig. Das kam eben schon wie so Blinkreklame kam das irgendwie schon so durch.
Mach jetzt nicht quasi den Fehler, oder du könntest diesen Fehler machen, das heißt Fehler, aber diesen Rückfall haben oder unbewusst eben dieselbe Weise, wie du dich auf einen Menschen gerichtet hast, wo es irgendwie in etwas für dich gemündet ist, was dich unzufrieden gemacht hat, jetzt mal so ganz allgemein und grob gesagt, diese Art, wie gesagt, zu lieben, diese Art, dich auf jemanden zu richten oder auf etwas zu richten, solltest du jetzt nicht nehmen und genauso auf jemand anders richten oder auf etwas anderes richten oder auch genau so auf dich selbst richten. Interessant, die hätte irgendwie mein Magen hat gegluckst. Interessant, es könnte hilfreich sein, diese Energie in deinen Bauch zu ziehen und sie da sozusagen verarbeiten zu lassen. Oder zu schauen, ob da irgendwo vielleicht ein Gefühl von Leere sein könnte, das interessant sein könnte zu entdecken und zu untersuchen und zu schauen, wo das herkommt und was das genau ist. Aber wie die gefühlte Konzentration, die Wahrnehmung in den Körper zurückzuziehen, gnadenlos. Also ja, genau. Und jetzt quasi nicht das gleiche Ding wieder auf jemand anders zu projizieren. 6 der Münzen. Du möchtest vielleicht etwas ganz anderes erleben oder der Teil, der sich mit der Liebe eigentlich gut auskennt in uns, besteht darauf, dass das ein balancierter Tanz ist. Etwas, wo nicht von der einen Seite super viel Druck kommt und die andere quasi auch vielleicht irgendwie zurückweicht, weil es zu viel ist oder zu überfordernd ist. Oder dass man sich quasi von da, wo man die ganze Zeit gibt, auch nicht beschwert, dass der andere es nicht schafft, das zu nehmen. Irgendwelche Gründe wird das haben. Aber der interessante Punkt ist, warum muss es dieser Mensch sein, der das nicht nehmen kann? Könnte Liebe nicht ganz anders geübt werden, wenn man sie halt, erstmal nicht mit neuen, ausgewählten romantischen Partnern lebt, sondern mit irgendetwas, wo vor allem erstmal diese Ausgleichsbewegung geübt werden kann. Und das kann in verschiedensten Interaktionen stattfinden. Und hier geht es darum, die Frequenz von Senden und Aufnehmen zu finden, die in diesem jeweiligen Kontakt passt. Und weißt du, was dann passiert? Ich werde gerade schlauer, als ich bin. Also nicht ich, sondern das, was in dieser Legung auftaucht, ist sehr klug. Also es ist irgendwie so krass und intelligent. Da komme ich gar nicht richtig hinterher mit der Übersetzung. Mit dem Transfer. Das hat sich gereimt. Schön. Hinterher Transfer. Hinterher Transfer. Transfer? Ja, welche Weise zu kommunizieren? Welcher Abstand? Stell dir so einen Tango vor, also so einen Tanz, wo es super wichtig ist, wie über kleinste Signale und kleinste Schwingungen sich zu unterhalten, damit die Bewegungen aufeinander abgestimmt sind. Das könnte eine neue Form sein, Liebe zu erleben, weil der Kontakt dadurch bestehen bleibt. Man kann auch mal fallen, aber es ist wie sich immer wieder zurückfangen in dieses, ja genau, so kann das sein, die ganze Zeit im Kontakt zu sein. Und das kann über große Distanz sein, das kann über Nähe sein. Das ist nicht eine bestimmte Form des Aufeinandertreffens erzwingen wollen oder dem entgehen wollen. Was auch bedeuten kann, dass man insgeheim irgendwie den anderen so mitziehen will. Das ist alles Bullshit, das wollen wir nicht mehr. Es ist wie, hier taucht eine richtige Vision auf, also eine richtig große Möglichkeit, in so einen Flow miteinander zu kommen. Übt das in kleinen Situationen. Üb das in Situationen, die du überhaupt nicht mit Liebe sonst assoziierst. Das sind die Situationen, in denen sich das einspeichern kann, in denen wir das integrieren können. Mehr Karten. Ich versuche das jetzt mit den Karten zu üben. Eben bin ich quasi wie so reingeplumpst. Versuche ich mal ein bisschen runterzukommen und mich hier zurückzuholen, um ein bisschen mehr auf die neue Art und Weise liebend für euch die Karten zu legen. Total spannend. Es fühlt sich sehr neu an. Also es ist, was haben wir hier? Die 5 der Münzen, okay. Es kann sich anfühlen, als wäre das zu wenig. Also es kann sich anfühlen erstmal, als wäre das zu wenig Intensität. Die Sache ist aber die, wenn dieser Punkt gefunden wird, wo
die Nähe und die Distanz in diesem Spiel, wo der leuchten darf und wo man dieser Energie folgt, die dann so die richtige ist, in der jeweiligen Situation, im jeweiligen Aufeinandertreffen, schaltet sich eine andere Form von Intensität frei und die könnte halt vielleicht unbekannt sein. Das ist eben eine weniger nervöse, das ist nicht dieses toll Schmetterlinge im Bauch, wir hatten das eben mit dem Bauch, genau. Nicht dieses Flattrige, sondern etwas anderes. Und das ist für einige Menschen, die Liebe assoziieren, also ganz tief an verschiedensten Stellen in der Seele, im Körper, im Zusammenspiel, in der eigenen Biografie, im Selbstempfinden, Liebe irgendwie eingespeichert haben, dass sie verknüpft ist mit Aufregung oder mit, ja, Aufregung ist vielleicht gar nicht so schlimm, aber mit so einer extremen Erregung. Liebe ist eine Erregung, aber es ist eine, die sich vielleicht auf verschiedenen Tonlagen abspielen kann, in verschiedenen Dimensionen gleichzeitig und dadurch eine Intensität auslöst, die größer ist, die aufgeweiteter ist, die fundamentaler ist und nicht sich quasi auf so eine Sache konzentriert wie, wenn jetzt die Nachricht kommt, dann ist alles gut, wenn jetzt der Anruf kommt, wäre alles gut. Wenn ich jetzt diesen speziellen Menschen treffen würde, dann erst wäre alles gut. Das ist hier nicht mehr gemeint, weil das etwas ist, das eigentlich danach sucht, dass jemand einem sagt, dass man in Ordnung ist. Und der Shift, die Verschiebung bedeutet für die Beteiligten, für alle Beteiligten, aber du setzt das hier irgendwie, das ist ganz interessant. Also du schlägst das der Welt vor, du schlägst das deinen Mitmenschen vor, deinen Begegnungen. Und das kann, wie gesagt, auch sein, wie du die Ampel berührst, wenn du über die Straße gehst. Es geht darum, das überall zu machen, weil es eigentlich nichts gibt, was nicht verdient hätte, so liebend betrachtet, gewollt und ja, irgendwie dem begegnet zu werden. Ich weiß nicht, ob der Satz korrekt ist, aber nicht schlimm. Auch dieser Satz darf falsch sein und ist es im Grunde nicht, weil es um was anderes geht. Du willst nicht mehr von der Welt gespiegelt bekommen, wer du bist, was du zu tun hast, wie weit du oben stehst oder was für ein Scheiß auch immer. Stell dir das vor, wie das aussehen könnte. Dann ist alles anders, alles erscheint anders. Du fühlst dich anders an und es kann sein, dass dir etwas wegsuckt, dass dir etwas entgleitet, was sonst dein Selbstgefühl gesichert hat, nämlich genau diese Verkrampfung an der Stelle, wo man von der Welt wissen will oder von anderen wissen will, ja, wie wertvoll man ist oder wie sehr man geschätzt wird für was auch immer. Und dann versteigt man sich in diesen Funktionen, in diesem ich bin wertvoll, weil ich so toll schreiben kann oder ich bin wertvoll, weil ich was auch immer kann, weil ich immer an allen helfe, weil ich so viel Verständnis habe. Das sind diese ganzen Sachen, die sich irgendwie, ja, wie permanent, oft unbewusst in uns abspielen und da wie so eine Schicht zwischen uns und unseren Blick legen, sodass wir uns wirklich in allem irgendwie spiegeln, aber häufig mit dem Gefühl, eben noch nicht gut genug zu sein. Und das ist das, was wir dann ständig irgendwie sehen in den Reaktionen anderer Leute. Vielleicht haben die sich überhaupt nicht für uns interessiert. Also vielleicht ist das so wie, du willst, dass andere dir eine positive Aufmerksamkeit schenken, aber ein Teil von dir will, dass andere dir eine negative Aufmerksamkeit schenken oder will das in den Reaktionen anderer sehen. Die Nachricht, die nicht kommt, der Anruf, der nicht kommt, etwas, also wie man nicht beantwortet wird. Zumindest nicht in der Zeit, in der man das irgendwie denkt, dass das jetzt angemessen wäre oder etwas darüber aussagen würde, wie viel du angeblich wert bist. Also das sind diese ganzen Spielchen, die wir am Ende des Tages mit uns selber spielen und auf andere drauf projizieren. Und weißt du, es ist fast eine Gnade, wenn andere uns nicht geben, was wir von ihnen insgeheim wollen. Weil, stell dir vor, es passiert die ganze Zeit, du kriegst diese Bestätigung. Dann verfestigt sich in dir, dass du glaubst, du hast jetzt irgendwas richtig gemacht und deswegen kommt das gute Gefühl.
Und wenn ein Mensch das quasi, also es geht jetzt nicht darum, dass jemand bewusst mit dir spielt und irgendwie dir was entzieht. So, darum geht es nicht. Das ist nochmal was anderes. Es geht hier darum, dass es manchmal sein kann, dass das Leben uns die ganze Zeit nur darauf hinweisen will, dass wir diese Lage wegnehmen sollten, dass wir die runterfallen lassen können. Dass wir dieses Gefühl, etwas wert zu sein, woanders finden. Nämlich in der Mitte. Und an dem Punkt, an dem wir sind. Der ist nämlich wichtig. Aber du musst dafür eigentlich nichts tun. Nur dich erinnern. Es geht nur darum, sich zu erinnern. Und da geht was anderes los. Das ist schön. Okay, das war's, was ich habe. Soll ich noch irgendwas sagen? Ja, okay. Abwarten. Oder warten, aber nicht fixiertes Warten, sondern so ein gelassenes Warten. Das ist ein Stichwort, was noch kam. Und das soll seinen Platz bekommen, weil ich jetzt nicht weiter darin heruminterpretieren soll. Okay. Dann hoffe ich, dass das geholfen hat und sage alles Liebe, ein schönes Wochenende für euch. Und ja, freut mich übrigens, dass ihr die musikalische Einlage mochtet, dass das Spaß gemacht hat, Freude gemacht hat und in manchen Fällen auch inspiriert. Das ist genau das, worum es geht. Aber übrigens in allen Legungen. Also umso schöner, dass es da deutlich werden konnte. Und ich sende euch alles Liebe. Ciao.